Das sowjetische Ehrenmal im Treptower Park ist eine monumentale Anlage, ein nahezu unverändertes Zeugnis aus der stalinistischen Zeit mitten in Berlin. Je nach persönlichem, familiären Hintergrund, ob man in West oder Ost oder in einem der Länder der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen ist, kann die Anlage eine ganz unterschiedliche Bedeutung haben, völlig anders wirken. Jeder mag das für sich selber beurteilen. Der Treptower Park ist ein im 19. Jahrhundert angelegter Volkspark. Im Zentrum des Parks gab es eine Spiel- und Sportwiese in Form eines Hippodroms. Genau dort wurde das sowjetische Ehrenmal auf Weisung der sowjetischen Militäradministration von 1946 bis 1949 errichtet. Es ist eine in sich geschlossene Anlage mit einer Fläche von rund 100.000 Quadratmetern und damit das größte Denkmal seiner Art in Deutschland und die zentrale und wichtigste von 4 Gedenkstätten für sowjetische Soldaten in Berlin. Gleichzeitig ist sie ein Soldatenfriedhof der sowjetischen Kriegsgräberstätten und steht für die etwa 80.000 bei der Schlacht um Berlin in der Endphase des Zweiten Weltkriegs gefallenen Soldaten der Roten Armee. Die streng axialsymmetrisch errichtete Anlage kann man nur von 2 Seiten betreten, indem man durch ein Rundbogenportal oder auch Triumphbogen tritt, auf dem eine Inschrift die Soldaten, die für Freiheit und Unabhängigkeit der sozialistischen Heimat gefallen sind, ehrt. Der Weg führt auf eine Art Vorplatz mit einer 3 Meter hohen Frauenfigur zu. Sie symbolisiert die um ihre gefallenen Söhne trauernde Mutter Heimat. Sie ist der Gegenpol zum heldenhaften Soldaten am anderen Ende des Ehrenmals. Das Motiv Trauer und Triumph zieht sich durch die gesamte Anlage. Von hier aus steigt eine von Trauerbirken gesäumte, breite Promenade zum Hauptbereich der Anlage an. Flankiert wird dieser Weg von 4 Pappelreihen, die einen Rhythmus des Marsches und der Feierlichkeit erzeugen sollen, so der Architekt. 1946 wurde von der sowjetischen Kommandantur ein Wettbewerb ausgelobt. Aus 33 Eingängen wurde der Entwurf eines sowjetischen Schöpferkollektivs ausgewählt. Leitend waren der Architekt Belopolsky, der Bildhauer Vucetich, der Maler Gorpenko und die Ingenieurin Valerius. Im Verständnis der sowjetischen Sieger sollten die Ausmaße der Anlage Zeuge der Größe und der unüberwindlichen Kraft der Sowjetmacht sein und gleichzeitig den gefallenen Soldaten eine würdige Ruhestätte geboten werden. 2 riesige stilisierte Fahnen, die sich von beiden Wegen dem Weg zuneigen, bilden eine Art Portal zur Hauptanlage, die hier oben sichtbar wird. An ihren Stirnseiten befinden sich 2 Skulpturen. Sie stellen jeweils einen knienden Soldaten in Uniform dar, mit einem Maschinengewehr in der rechten Hand. Links ein junger, rechts ein älterer Soldat. Dass es sich hier um roten Granit aus der Reichskanzlei Hitlers handeln soll, ist eine Legende, die sich hartnäckig hält, aber längst als widerlegt gilt. Von hier oben hat man einen Blick in das Gräberfeld hinein, das das Zentrum der Anlage bildet. 5 quadratische Rasenflächen mit Steinplatten mit je einem Lorbeerkranz symbolisieren Gräber, allerdings liegt hier keiner der etwa 7.000 Soldaten begraben. Die eigentlichen Grabanlagen befinden sich an den Seiten der Anlage, unter den Platanen und unter dem Grabhügel. Das Ehrenmal wurde in einer vergleichsweise geringen Bauzeit zwischen Juni 1947 und Mai 1949 errichtet. Insgesamt 1200 Arbeiter wurden durch die Arbeitsämter der Stadt zur Baustelle vermittelt. Die Arbeiter erhielten das begehrte Kottikow-Paket, das nach dem damaligen Stadtkommandanten benannt war und zusätzliche Verpflegung enthielt. Die rund 40.000 Tonnen Granitstein für das Mahnmal stammen vorwiegend aus einem Lager bei Fürstenberg, das die Nationalsozialisten angelegt hatten. Den Stein hatten sie seit den späten 1930er Jahren vor allem in Norwegen und Schweden angekauft, um ihn für den Ausbau Berlins zur Reichshauptstadt Germania zu verwenden. 16 weiße Sarkophage aus Kalkstein stehen entlang der äußeren Begrenzung des Feldes. Auf beiden Längsseiten befinden sich Reliefs, die den großen Vaterländischen Krieg der Sowjetvölker unter verschiedenen Themen darstellen sollen. Angriff der Deutschen, Zerstörung und Leiden in der Sowjetunion, Opfer und Verzicht des sowjetischen Volkes und Unterstützung der Armee in den Sowjetrepubliken. Heldenhafte Armee, heldenhafter Kampf der Armee, Opfer und Leid der Armee, Sieg und Heldentod. Auf der dem Feld zugewandten Seite sind Zitate Stalins zu lesen, auf dieser Seite in Russisch, auf der anderen Seite der Anlage, die zur Zeit der Aufnahmen noch saniert wird, in Deutsch. Die Anlage wird abgeschlossen durch einen künstlich angelegten kegelförmigen Grabhügel, der den russischen Kurganen, Hünengräbern von asiatischen Steppenvölkern, nachempfunden ist.
Auf dem Sockel und einem Mausoleum steht die Skulptur Der Befreier. Die Figur stellt einen Soldaten dar, der auf dem linken Arm ein Kind trägt, ein Hakenkreuz zur Bürste unter seinen Stiefeln und in der rechten Hand hält er ein gesenktes Schwert. Der Kampf ist vorbei, Nazi-Deutschland ist besiegt. Die 12 Meter hohe und 70 Tonnen schwere Statue stammt von dem Bildhauer Evgeni Vucetich. Es sei ihm nicht darum gegangen, so Vucetich später, einen bestimmten Heerführer oder Helden in seinem Denkmal zu verewigen, sondern er wollte eine volkstümliche, aber auch symbolträchtige Figur schaffen. Dennoch ranken sich bald Geschichten und Legenden um den Mann, der das Kind auf dem Arm trägt, Geschichten von Rettungsaktionen sowjetischer Soldaten für deutsche Kinder während der Kämpfe um Berlin. Eine davon stammt von dem Schriftsteller Boris Polevoi, der in einer Reportage über einen Soldaten Lukjanowitsch berichtet, der ein neben seiner toten Mutter liegendes kleines Mädchen aus der Feuerlinie getragen habe, dabei von einem deutschen Scharfschützen getroffen worden und 5 Tage später an seinen Verletzungen verstorben sei. In der Elsenstraße wurde dafür später ein Gedenkstein errichtet. Der sowjetische Marschall Tschujikow schrieb in seinen Memoiren vom Sturm auf Hitlers Reichskanzlei in der Vossstraße. Dabei habe ein zu seinem Truppenteil gehörender Gardesergeant beim Feuergefecht an der Potsdamer Brücke über dem Landwehrkanal ein kleines deutsches Mädchen in Sicherheit gebracht. Ob Vucetich sich von diesen Geschichten inspirieren ließ, ist unklar. Er selber hat in mehreren Interviews betont, die Figur sei rein symbolisch zu verstehen. Als Modell hat er einen sowjetischen Soldaten genommen, den er im Sommer 1948 bei Sportwettkämpfen im Stadion von Weißensee beobachtet hatte. Stepanowitsch Odatschenko, ein Arbeiter aus dem russischen Tambow, der am Sturm auf Berlin teilgenommen hatte, stand Vucetich ein halbes Jahr Modell. Danach gehörte er noch zur Ehrenwache für das Mahnmal. Unter der Skulptur gibt es eine begehbare kleine Halle. In der Kuppel befindet sich ein farbiges Wandmosaik, das die 15 Unionsrepubliken der UdSSR symbolisch darstellt, mit einer umlaufenden Schrift und einer deutschen Übersetzung. Die Deckenfläche zeigt einen Siegesorden, der aus der Kristalllinse eines deutschen Flakscheinwerfers angefertigt wurde. Von hier oben hat man einen guten Blick über die gesamte Anlage. An den Ausmaßen kann man schon erkennen, dass die Anlage nicht nur für die Kontemplation, sondern auch für Großveranstaltungen konzipiert ist, wie sie dann zu DDR-Zeiten regelmäßig und zahlreich stattgefunden haben. Der Ablauf der staatlichen Rituale ist dabei schon durch verschiedene Gestaltungsmittel der Anlage dramaturgisch gegliedert und vorgegeben. Mehr als 45 Jahre nach der Einweihung des Ehrenmals in Treptow verabschiedeten sich die letzten russischen Truppen aus Berlin. Zu diesem Anlass besuchten am 31. August 1994 Bundeskanzler Helmut Kohl und Russlands Präsident Boris Jelzin gemeinsam die Gedenkstätte. Eine Bedingung des Wiedervereinigungsvertrags war, dass die sowjetischen Ehrenmäler von der Bundesrepublik Deutschland erhalten und gepflegt werden. Die Bundesregierung hat daher die Anlage bis 2004 für mehr als 11 Millionen Euro saniert. Dabei wurden auch die vergoldeten Zitate von Josef Stalin erneuert. Im Oktober 2003 wurde die Statue des Rotarmisten in einer Werkstatt auf Rügen restauriert, mit einem Schiff nach Berlin zurückgebracht und steht seit dem 4. Mai 2004 wieder auf dem Sockel. Im Jahr 2021 wurden weitere Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen. Seit 1995 findet alljährlich am 9. Mai eine Gedenkkundgebung am Ehrenmal mit Blumen- und Kranzniederlegungen statt. Meist kommen mehrere tausend Menschen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto Tag der Befreiung und korrespondiert mit dem Tag des Sieges, dem russischen Feiertag. Wer möchte, kann dazu zahlreiche Videos hier bei YouTube finden. Das Treptower Ehrenmal ist ein klassisches Kriegerdenkmal. Die ganze Anlage trägt in ihrer strengen architektonischen Gestaltung, der monotonen Reihung, einen militärischen Gestus zur Schau, der durch skulpturale Darstellung und Texte komplettiert wird. Selbst die Mutter Heimat als eigentlich ziviles Moment wird in diesem Kontext als Soldatenmutter interpretiert. Nach der Aussage Belopolskis wird in der Anlage vor allem der massenhafte Heroismus thematisiert, während das einzelne Individuum in den Hintergrund tritt. Kein Grabstein, keine Namensliste, kein Hinweisschild weist auf die einzelnen Toten hin. Die ganze Anlage hat eine gewisse Ästhetik, ist auf ihre Art beeindruckend, kann aber auch befremdlich und kühl wirken. Wie eingangs gesagt, mag sich jede und jeder ihre bzw. seine Meinung bilden.